Jetzt gehen wir über zum nächsten Projekt. Hier habe ich gestern eine kleine Plattform vorbereitet. Hier werde ich mein Iglu drauf bauen. Ich möchte jetzt probieren, in 3 Stunden dieses Iglu fertigzustellen. Ihr seht, die Sonne steht dort, die geht einfach hier drüben nachher unter. Ich werde die Kamera so hinstellen, dass ich eine Zeitrafferaufnahme vom gesamten Bau habe. Meine andere Kamera, die GoPro, nutze ich dann, um ab und zu ein bisschen was zu dem Bau zu sagen. Und ihr werdet sehen, wenn ich fertig bin, ist es sehr wahrscheinlich dunkel. Aber das macht nichts, denn ich habe auch die Lampe mitgenommen. Wenn es nachher dunkel wird, dann sieht das Iglu richtig geil aus. Also wenn nachher die Lampe im Iglu liegt, es leuchtet herrlich blau und es sieht einfach mega aus, wenn man so ein Iglu hier stehen hat im Schnee. Dann schauen wir doch einfach mal, ob ich das schaffe. Los geht's! Es ist jetzt 12:43 Uhr und ich starte die Zeit genau jetzt. Was habe ich alles dabei? Ich habe 2 Schneesägen dabei. Die eine ist ein bisschen kürzer, die andere ist etwas länger. Ich glaube, die ist so 55 cm lang. Die vielleicht 48, 50. Ansonsten habe ich nur noch eine Unterlage mit, wo ich mich drauf knien kann, wenn ich dann die Blöcke setze. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Schnur dabei. Die Schnur habe ich auch in einer passenden Farbe gewählt, nämlich weiß, damit man es richtig gut auf dem Schnee erkennen kann. Ja, das ist jetzt einfach so. Die hat gerade gepasst, weil die nicht sonderlich lang ist und die wird schon ihren Zweck erfüllen. Ich habe noch was vergessen. Heute habe ich ausnahmsweise auch mal noch einen Zollstock mitgenommen. Ich werde damit meinen Kreis markieren. 1,78 groß. Da denke ich, dass 2 Meter Durchmesser genau richtig sind. Ziemlich gut. Man kann den Kreis erkennen. Das sollte so reichen. Wenn die erste Reihe der Steine gesetzt ist, läuft das ja von ganz allein. Also hier habe ich ja gestern den Schnee festgetrampelt. Der ist jetzt über eine Nacht angefroren und sollte richtig schön komprimiert sein, sodass ich jetzt da meine Schneeblöcke raussägen kann. Und schon haben wir einen ersten Block. Jetzt setze ich einfach eine Reihe Blöcke und dann muss ich den Anfangsschnitt machen, der quasi von 0 losgeht und schneckenförmig sich nach oben bewegt, bis er dann die Höhe der ersten Reihe erreicht hat. Ich habe jetzt die ersten 8 Blöcke gesägt. So sieht das Ganze aus. Die sind noch nicht ausgerichtet, aber man erkennt schon mal, um was es hier geht. Man sieht hier recht gut die verschiedenen Schneeschichten. Das hier oben war eigentlich so hoch, ca. 20 cm. Das habe ich dann gestern mit den Schneeschuhen verdichtet. Und aber hier ist eine Eisschicht. Das war da, wo das Tauwetter war. Was auch bei dem Eis oder bei dem Schnee auf dem Eis dafür gesorgt hat, dass das durchgetaut ist und dann später auch zu richtigem Eis geworden ist. Hier allerdings ist da kein Wasser hinzugekommen, deshalb ist es einfach eine Eisschicht geblieben. Der Schnee hier drunter, unter der Eisschicht, ist ziemlich kristallförmig, wie kleine Eiskristalle. Und das ist weniger gut. Eigentlich möchte ich vernünftigen Schnee, Puderschnee, den kann man schön zusammendrücken, schön komprimieren und dann friert er zusammen. Die Eiskristalle haben schon mindestens 2-mal dafür gesorgt, dass ich ein Iglu-Projekt abbrechen musste, weil es einfach nicht möglich war. Ich hoffe, es geht heute trotzdem und
ich kann hier das Iglu fertigstellen. Also ich höre jetzt auf zu quatschen und mach weiter. Ich liebe es, wenn ich Schnee in meine Handschuhe bekomme. Aber das lässt sich nahezu nicht vermeiden. Wie man sieht, habe ich jetzt genug Baumaterial für die erste Schicht. Und das hier drüben ist das, was ich bisher von meiner präparierten Fläche gebraucht habe. Ich denke mal, das sollte reichen. Denn man braucht mit jeder Reihe, die man geschafft hat, braucht man immer weniger Steine, da man ja nach oben immer weiter reinkommt und der Umkreis immer kleiner wird. Jetzt bei der ersten Schicht ist es noch nicht so mega wichtig, wie genau die Steine sitzen. Die liegen ja wunderbar auf dem Boden, aber mit der nächsten Schicht wird es mega wichtig, dass das alles passt, weil sonst bekommen die keinen Halt und kippen halt nach innen. Aber dazu später mehr. Wichtig ist, dass man, wenn man die Steine zusammensetzt, nicht so viel dran rüttelt und nur einen kleinen Klaps am Ende gibt, dann bleiben sie, wo sie sind. Und hier in der Mitte, also bei den Fugen, all der Schnee, all das lose Material, das muss immer raus. So, mehr nicht, das lassen wir so. Auch wenn da ein kleiner Spalt entsteht, das ist egal. So, wie schon angekündigt, muss ich die ersten Steine bis runterschneiden, sodass ich die Steine, die folgen, ich setze immer einen neuen Stein an den, der bereits sitzt, und arbeite mich so Stück für Stück bis ganz nach oben. Wie eine Schnecke. Kreis. Deshalb muss der Stein spitz zugeschnitten werden und auslaufend auf 0, sodass ich hier irgendwo mit einem Stein raufkomme. Die Schneebedingungen sind extrem schlecht und ich habe so meine Zweifel, dass das hier funktionieren wird. Wir werden sehen. Ich habe den Stein jetzt ein bisschen angepasst, sodass er an diesen hier besser ranpasst. Kurz mal die Zeit checken. Fast eine Stunde, 53 Minuten bin ich jetzt schon dabei. Und ich habe erst die erste Schicht. Naja, nicht zu lange aufhalten mit solchen Sachen und weitermachen. An der Stelle muss jetzt natürlich sehr viel weggeschnitten werden, weil es so schräg auf den anderen Stein zuläuft. Aber das ist nun mal so. Das hat doch ganz gut gepasst.
Hier wird es jetzt extrem wichtig, dass die Auflage passt. Sobald ein kleiner Bogen drin ist oder ein Hügel, dann wackelt der Stein. Dann macht er immer diese Bewegung und hat keinen Halt. Am wichtigsten ist, dass die Blöcke, wenn man sie aufeinander setzt, an 3 Punkten, das heißt an dem Eckpunkt hier unten, wenn man sich vorstellt, dass hier ein Stein ist, hier unten in der Ecke und hier oben Verbindung hat. Das sorgt dafür, dass der Stein nicht reinkippen kann. Er hält sich hier, hier und hier fest. Vor allem der Punkt hier unten sorgt dafür, dass er nicht hier rausdreht. Deswegen darf in der Mitte auf keinen Fall eine Erhöhung sein, sonst kann es nicht funktionieren. Das hier ist gerade der Stand der Dinge. Die zweite Reihe ist fast fertig. Hier geht es hoch. Also ab hier beginnt die dritte Reihe. Und jetzt heißt es erstmal wieder Blöcke schneiden. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was das Problem ist, aber die GoPro schaltet sich immer wieder aus. Jetzt habe ich gerade einen neuen warmen Akku reingemacht, in der Hoffnung, dass das Problem behebt. So, jetzt habe ich die dritte Reihe zur Hälfte geschafft. Ich muss also nach hier rundherum und dann sind wir schon dort oben, irgendwo hier. Noch weiter nach innen geneigt und von dort ist es gar nicht mehr so viel. Jetzt kommt aber die starke Neigung und es besteht jetzt die Gefahr, dass die Steine auch mal nach innen kippen können, wenn sie nicht an ihren 3 Punkten ordentlich sitzen. Jetzt werde ich wieder Steine schneiden, mir die vorbereiten, nach innen reinheben, damit ich nicht immer nach draußen gehen muss. Denn wenn die dritte Schicht fertig ist, komme ich nicht mehr rein. Das heißt, ich muss nachher meinen Eingang sägen, wo ich dann durchkrabbeln kann. Ob das Ganze dann hält, das werden wir sehen. Weiter geht's. Und wer hier meint, das sei nur so ein bisschen im Schnee spielen und alles Kinderkacke, der darf sich gern mal bei mir melden und bei so einem Bau hier mitmachen. Das ist alles andere als Kinderkacke. Das ist richtig harte Arbeit. Ich weiß nicht, was so ein Stein wiegt, aber ich schätze um die 15 Kilo. Und ja, ihr seht ja selber, wie oft man die Steine in die Hand nehmen muss. Und das geht natürlich echt sehr doll in den Rücken. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, ich werde dann irgendwo hier mit den Steinen sein. Es ist noch ein bisschen Arbeit.
Wenn man sich das jetzt hier so anschaut, dann ist das schon eine ganz schöne Neigung, würde ich meinen. Wenn der nicht an den 3 Punkten richtig anliegen würde, dann würde der einfach mit der Seite, die hier oben frei hängt quasi, würde der einfach nach innen kippen. Da hält nichts. Vor allem der Punkt ist wichtig, dass es nicht über diese Achse hier wegdreht. Das ist jedes Mal echt ein richtig komisches Gefühl, wenn man einen Stein setzt, der eigentlich vom Schwerpunkt viel zu weit nach innen geneigt ist und viel zu sehr nach innen hängt. Man diesen dann ransetzt und dann hält das einfach. Das ist echt verblüffend. Ganz wichtig ist, dass man extrem vorsichtig ist. Wenn der Stein jetzt so weit reinhängt, dass man, wenn man hier Anpassungen vornimmt, also wenn man hier noch ein bisschen angleicht, nachsägt, dass man das extrem vorsichtig macht, weil jede zu große Vibration sorgt dafür, dass der Stein sich an der Stelle löst und dann sofort reinfällt. Meistens ist es dann nicht nur so, dass dieser Stein reinfällt, sondern dass dann auch gleich der Stein und der Stein mitkommt. Und das ist richtig ärgerlich, denn es braucht viel Zeit und Energie, um das Ganze hier so zu bauen. Also aufpassen. Jetzt habe ich wieder alle Steine verbaut und das bedeutet, ich muss mir jetzt irgendwo einen kleinen Eingang bauen. Und das ist meistens nicht so einfach, denn es kann natürlich immer irgendwo ein Stein runterfallen. Es könnte was kaputt gehen. Das möchte ich natürlich vermeiden. Ich denke, ich werde ungefähr so hier meinen Eingang machen. Ich hoffe, das kann man erkennen. Dann stützen sich die beiden Steine hier oben schön aneinander. Und den Stein kann ich sogar, wie er ist, einfach wieder verwenden. Und hier fallen nur so ein paar Ecken weg. Ich denke, das sollte ganz gut funktionieren. Ich werfe euch jetzt mal hier unten in den Schnee und hoffe, dass ihr richtig stehen bleibt, sodass ihr seht, wo die Öffnung jetzt entsteht. Sollte reichen. Das hat doch wunderbar geklappt. Ganz wichtig, wenn man hier rauskommt, dass man nicht zu früh mit seinem Arsch hochkommt. Denn sonst reißt man das Ganze direkt wieder ein. Kurzer Zwischenstand. So sieht das Iglu aktuell aus. 8, 10 bis 15 Blöcke noch. Am Ende noch kleine Puzzleteile. Und vor allem der Eingang. Der Eingang muss auch noch ordentlich gemacht werden. Da kommt noch ein kleines Stück davor. Wahrscheinlich werde ich auch noch ein bisschen was ausgraben, sodass man dieses Kälteloch hat, wo sich die Kälte absetzen kann. Endspurt. Ich bin wieder voll beladen mit... Ich muss jetzt leider mit meinem Handy weiterfilmen. Was ich zuletzt sagen wollte. Ich habe jetzt wieder alles beladen im Iglu hier mit neuen Schneeblöcken und bin quasi ready zum Weitermachen. Es fehlt gar nicht mehr so viel. Wenn ihr hier schaut, das sieht alles schon ganz gut aus. Und jetzt dadurch, dass wir schon so weit rein geneigt sind, geht das Ganze auch schon viel schneller. Mit jedem Block sieht man einen deutlichen Fortschritt. Und sobald man hier drin ist, dann ist es eigentlich nur noch ein Stein, ein Puzzlestück, was oben reingesetzt werden muss.
Also mit den Steinen sollte ich jetzt eigentlich beinahe in der Lage sein, es fertigzustellen. Noch ein Block. Noch ein Block. Wow. Ich brauche wahrscheinlich nicht mal alle dieser Blöcke hier. Und dann bin ich eigentlich hier oben, bin ich eigentlich fertig. Es ging bedeutend besser. Ich bin noch nicht fertig, aber es geht bedeutend besser, als ich es erwartet habe mit den Schneeverhältnissen. Das ist jetzt mal eine neue Technik. Ich hätte jetzt so viel von dem Stein wegschneiden müssen, dass ich jetzt einfach mal probiert habe, nur an den Ecken zu verbinden. Und siehe da, das hält richtig gut. Ich bin begeistert. Das hält so gut. Geil. Einfach geil. Aber hier wird es auch extrem angenehm, wenn man den Schnee meist in das Gesicht bekommt und der irgendwie in den Hals rutscht oder so ähnlich. Eigentlich nahezu fertig. Geil. Richtig geil. Ich habe jetzt hier ein bisschen angeschrägt und möchte direkt von dem zu dem Stein einfach einen Stein noch reinsetzen, damit es dann einfach direkt zu ist und dann einfach die ganzen kleinen Lücken ausfüllen. Also er sitzt und er hält. Und jetzt geht es nur noch darum, alles auszufüllen und dann war es das. Geil, richtig geil. Sieht man schön, wie man hochgekommen ist. Mit jeder Schicht weiter rein und stopp. Da war Ende im Gelände. Jetzt heißt es einfach noch feinarbeiten, ein bisschen Kosmetik und dann den Eingang noch machen. Von außen sieht das Ganze jetzt so aus. Hier überall, wie gesagt, noch die großen Lücken, aber da lassen sich wunderbar kleine Dreiecke reinschneiden. Dann ist das Ganze ruckzuck dicht. Man sieht auch schön, wie ich gesagt habe, dass man das Iglu ein bisschen spitzer bauen kann, weil, wie gesagt, der Schnee setzt sich mit der Zeit und so hat es noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Spielraum, bevor das oben irgendwann zum Frühling durchhängen wird. Ja. Also ich denke, das Ding, wenn die Temperaturen so bleiben, steht locker 2 Monate. Ich werde vielleicht noch ein paar Tests durchführen, zum Beispiel Wasser drüber machen, damit sich die ganzen Blöcke richtig schön zu Eis verwandeln. Aber das sind dann alles Sachen für spätere Videos. Erstmal ist jetzt der Eingang dran, damit man das noch einigermaßen sieht bei Tageslicht. Und anschließend mache ich so die Feinheiten. Aber das muss ich euch nicht zeigen.
Hat also auch mein Telefon den Geist aufgegeben. Ich habe jetzt hier den Eingang soweit fertig. Jetzt stehen einfach an den Seiten, hier steht ein Stützblock, der die Wand quasi davor stützt, so nach außen zu kippen. Gleich auf der Seite, da das Gewicht jetzt zu doll drücken würde, würden einfach die Seitenwände so rauskippen. Das muss einfach eine Nacht lang so verharren, anfrieren und dann sollte das ab morgen kein Problem sein. Dann kann ich die Dinger wegnehmen und alles ist gut. Jetzt kann ich mich einfach noch ein bisschen dran machen, die ganzen kleinen Spalten und so auszufüllen. Und wenn ich das geschafft habe, ist es, glaube ich, so dunkel, dass ich... Ui, was ist denn jetzt passiert? Das war eine komische Farbeinstellung. Naja, egal. Ja, jetzt sieht man das auch alles ein bisschen besser. Und dann kann ich das mal mit dem Licht zeigen. Das sieht nämlich richtig cool aus. Ich freue mich auch so. Das ist einfach geil. Das ist richtig gut geworden. Ich bin richtig happy. So, ein ganz wichtiges Thema, was wahrscheinlich alle auch interessieren wird, wie der Temperaturunterschied ist. Also, wir schauen jetzt hier nochmal. Da unten steht es, minus 30 Grad Celsius. Also, ja, es ist wirklich kalt draußen und ich merke es deutlich, wenn ich mich nicht bewege, dann wird es ganz schnell kalt. Ich werde das Thermometer jetzt mal mitnehmen und jetzt noch eine Weile im Iglu ein bisschen Ordnung machen und dann schaue ich mal, ob sich die Temperatur im Inneren schon verändert. Also ob man den Temperaturunterschied spürt. So sieht das aktuell aus. Ja, die Steine an der Seite, die müsste man sich noch wegdenken. Aber ich glaube, das ist alles ganz gut geworden. So sieht das Iglu jetzt von innen aus. Ja, es sind immer noch irgendwo leicht Spalten und so, aber sobald es hier mal ein bisschen schneit, ist das auch alles zu. Wenn ich jetzt von draußen mit der Schaufel direkt Schnee rüberwerfen würde, dann würde die wunderschöne Struktur einfach verloren gehen. Und das möchte ich nicht. Also ich belasse es jetzt mal bei dem, wie es jetzt aussieht. Und ja, schau mal, wie ich das die nächsten Tage noch hier verfeinern kann. Ich muss noch das Loch im Eingang machen. Das wäre dann hier. Das noch ein bisschen ausgraben, tiefer machen, dass ich hier die Kälte absetzen kann. Und vielleicht auch noch einen kleinen Streifen hier in der Mitte, sodass man ein bisschen besser sitzen kann, rechts und links. Meine Beine sind dort, kommen nicht an der Wand an. Und mein Kopf ist hier. Also die 2 Meter, die waren mehr als ausreichend. Überhaupt kein Problem. Und ich denke, jetzt mache ich von außen nur noch schnell ein Foto, wie das aussieht, wenn ich das Licht hier drin anhabe. Und nachher mache ich mich nur noch auf den Weg nach Hause in die Wärme. Denn das brauche ich jetzt wirklich. Wir wollten ja auch noch schauen, wie das Thermometer... Jetzt habe ich es mal 10 Minuten hier hängen. Na gut, immerhin nur noch minus 20. Viel erwarten konnte man jetzt auch nicht. Ich denke aber, wenn ich eine Weile drin bin und den kleinen Graben hier im Eingangsbereich habe, dass das ziemlich gut funktionieren wird. Natürlich muss ich auch noch die Löcher zumachen, damit das nicht so durchlüftet wird. Dann denke ich, wird das hier ganz schnell einiges wärmer. Um die 0 Grad kann man erreichen. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Wie das Ganze weitergeht, mein Iglu-Projekt, das werdet ihr auf meinem Kanal sehen. Abonniert gerne, wenn ihr mehr sehen wollt, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich sehe euch nicht, ihr seht aber mich hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Eigentlich hatte ich gesagt, ich gehe jetzt nur noch nach Hause, aber ich dachte, ich probiere noch mal kurz mit der DJI zu filmen. Dann sieht man noch mal ein bisschen besser, wie das hier aussieht. Ich gehe auch noch mal kurz rein.